gepackt, Kamera bereit. Ein Ticket in die Freiheit, das ist alles, was ich brauch. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel. Guten Morgen, ich bin jetzt von Anuradhapura unterwegs nach Mannar und die Fahrt ist so, ich glaube, 80, 90 Kilometer lang. Ich habe jetzt schon 50 Kilometer hinter mir. Ich habe immer mal geguckt, ob ich was zum Frühstücken sehe. Jetzt ist es aber auch schon 10:30 und ja, da denke ich mir, es ist Zeit für einen kleinen Lunch. Das hier habe ich jetzt endlich mal gefunden auf der Straße. Sieht total nett aus, sieht auch lecker aus. Und ja, jetzt gibt es Frühstück und Mittagessen zusammen und dann geht es weiter. Gleich komme ich zu einer Hängebrücke, die wollte ich mir angucken und dann noch eine weitere kleine Sehenswürdigkeit auf dem Weg nach Mannar. Daher lass uns loslegen. Erst hier ich mit meinem Lunch und dann mit den Sehenswürdigkeiten. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue. Mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride. Das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben. Mit Herz und Seele jeden Tag. Ich stehe jetzt hier an der Kunchukalam Bridge und das ist so eine kleine Brücke, die ist 150 Meter lang, glaube 1 Meter breit und ja, 90 Jahre alt. Und ich denke, dass sie ja, von den Locals hier selber gebaut worden ist. Ich schaue sie mir jetzt mal an und nehme dich natürlich mit.
Leider habe ich bei dem starken Sonnenschein eine falsche Markierung bei Google Maps angetippt und bin anstatt zur Kirche Shrine of Our Lady of Madhu zu einem Hindu-Tempel im Nirgendwo hingefahren. Warum ich mir diesen mal markiert hatte, fragte ich mich, als ich vor einem ziemlich runtergekommenen Tempel stand. Da ich jetzt zu weit von der Kirche entfernt war, fuhr ich weiter nach Mannar. Ein paar Kilometer vor Mannar geht es über den Indischen Ozean, denn Mannar ist eine kleine Halbinsel und diese wird über Brücken mit dem Festland verbunden. Ich bin jetzt am Dutch Fort hier in Mannar angekommen und bin hingelaufen von meiner Unterkunft, habe das Tuk-Tuk mal stehen gelassen, war auch nicht weit und als ich hier ankam, habe ich schon gesehen, uiuiui, das sieht schon alles ein bisschen baufällig aus oder renovierungsbedürftig. Das Gute ist aber, sie fangen an und ich will jetzt einfach mal das Fort erkunden gehen und nehme dich einfach mit auf die kleine Runde. Der Baobab Tree in Mannar ist ein afrikanischer Gigant, der hier in Asien zu einem faszinierenden Naturphänomen wurde. Baobab Trees sind in Asien nicht heimisch, sondern haben ihre Heimat in Afrika und sind auch unter dem Namen afrikanischer Affenbrotbaum oder Upside Down Tree bekannt. Aber wie kam dieser Baobab-Baum jetzt nach Mannar? Einer der Legenden nach soll ein arabischer Einwanderer einen Ableger nach Sri Lanka gebracht und diesen hier eingepflanzt haben. Dem Baobab-Baum gefällt, wie man sieht, das trockene Klima des Nordens von Sri Lanka und ist somit ein echter Exot in Asien. Ich fand den Baobab-Tree wirklich interessant und muss gestehen, dass ich ihn persönlich als das Highlight in Mannar betrachtet habe. Guten Morgen hier aus Mannar. Der Tag 2 beginnt und es geht zu ein paar weiteren Sehenswürdigkeiten, unter anderem zur Adams Bridge. Das ist die einzige Brückenverbindung nach Indien rüber. Ich hoffe, man kann die sehen von dem Aussichtspunkt und dann geht es noch zu weiteren Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel Adam and Eve's Grave und. Also lasst euch einfach mal überraschen, was wir heute noch alles erleben.
Zwischen Talai Mannar und der indischen Insel Rameswaram befindet sich die Adams Bridge, die auch unter dem Namen Ramas Bridge bekannt ist. Laut den lokalen muslimischen Legenden nutzten Adam und Eva diese Kette von Sandbänken und winzigen Inseln, die Talai Mannar, Sri Lanka und Dhanushkodi, Indien, miteinander verbanden. Daher kommt wohl auch der heutige Name Adams Bridge. Heute ist es nicht möglich, auf dem Landweg über die Adams Bridge von Mannar in Sri Lanka nach Dhanushkodi in Indien zu gelangen. Das hatte ich vor meiner Reise nicht gewusst und dachte, dass das eine richtige Brücke sei. खुली तेरी खुशबू हर सांस में मेरे दिन रात का आगाज तू सही न जाए अब ये फुरकतें जाया वो हर पल जब न पास मेरे वक्त का तू है हर लम्हा जिस बातें बयान ना हो लफ्ज़ में। Weiter geht es zum Talai Mar Old Pier. Dabei komme ich am Talai Mar Old Lighthouse vorbei. Diese historische Eisenkonstruktion wurde vermutlich zwischen 1850 und 1900 in der Kolonialzeit errichtet und war ein 34 Meter hoher schwarzer Stahlskelettturm mit einem Navigationsfeuer. Heute ist nur noch die Eisenkonstruktion erhalten, die sich auf einem Marinestützpunkt befindet, wodurch sie nicht öffentlich zugänglich ist. Leider kann nur ein Blick vom Eingang der Marinebasis auf den alten Feuerkorb geworfen werden. Der Leuchtturm Talai Mannar und das Talai Mannar Old Pier ist ein Stück Geschichte und zwei der bekanntesten Wahrzeichen an der Nordwestspitze Sri Lankas. Der Leuchtturm wurde 1915 erbaut, ist 19 Meter hoch und diente jahrzehntelang als verlässliche Navigationshilfe für Schiffe, die die Pike-Straße überquerten. In unmittelbarer Nähe zum Leuchtturm wurde das Talai Mannar Pier errichtet, um den Fährverkehr nach Indien sicherer zu machen. Allerdings wurde die Fährverbindung nach einem verheerenden Zyklon 1964 eingestellt. Seit dieser Zeit verfällt das Pier langsam und ist heute ein tolles Fotomotiv an der Küste. Nach dem Ende des Bürgerkriegs wurde der Leuchtturm restauriert und er strahlt heute wieder im neuen Glanz. Die Fähren transportierten Reisende und Waren zwischen den Ländern. Beide Orte, Talai Mannar und Dhanushkodi, hatten einen direkten Anschluss an das Eisenbahnnetz. Dies ermöglichte eine bequeme Anreise mit der Bahn und die Weiterfahrt mit der Fähre. Nach dem Ende des Bürgerkriegs rollte im Jahre 2015 der erste Zug ganz offiziell wieder an die Nordwestspitze Sri Lankas. Besonders cool sind die Gleise, die kurz vor dem Indischen Ozean enden. Auf dem Foto sieht es fast so aus, als würden sie im Ozean enden. Nach einer kleinen Irrfahrt hier bin ich an Adam und Eves Grab angekommen. Das will ich mir natürlich jetzt anschauen. Und das Lustige war, Google Maps hat mich eben völlig durch die Gassen und Winkel des Villages durchgeleitet, bis ich natürlich im Sand stecken geblieben bin. Ja, zwei nette Locals haben mir dann rausgeholfen. Ich wäre alleine nicht mehr rausgekommen. Also sandtauglich ist das Fahrzeug nicht. Paris-Dakar wird es nicht gewinnen. Und für mich war es wieder mal eine Erfahrung reicher, ab wann ich wo nicht mehr reinfahren soll. Also ja, Lerneffekt, aber besser hier mitten in der Stadt oder im Dorf, wo Hilfe kommt, als wenn ich sonst wo stehen würde, wie jetzt zum Beispiel eben bei diesem Adams Bridge Viewpoint. Da wäre ja gar nichts mehr gegangen, wenn ich da reingefahren wäre. Also ich kann euch nur raten, niemals in Sand mit einem Tuk-Tuk. So, aber jetzt kommt Adam und Evas Grab und das will ich mir natürlich anschauen. Und ich werde schon begrüßt. Ich bin jetzt hier hingelaufen, darunter ist dieses Adam und Evas Grab. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, es ist abgeschlossen und es ist keine Menschenseele weit und breit hier zu sehen. Und das ist natürlich echt frustrierend, wenn man so weit fährt und dann kann man es ja nicht mal angucken. Ich laufe jetzt noch mal hier so rum und gucke, ob man vielleicht ein Bild oder irgendwas über die Mauer machen kann. Und dann geht es halt weiter. Ja, schade.
Ich stehe jetzt hier vor dem Donkey Clinic und Education Center und ich habe wirklich Pech. Es ist geschlossen, obwohl es ja eigentlich offen sein sollte. Ist natürlich ärgerlich, ist zwar nicht weit von der Hauptstraße entfernt, also daher kein großer Umweg, aber es ist trotzdem ärgerlich. Eigentlich könnte man hier auch was essen. Es ist Lunchtime, habe ich mich drauf gefreut, jetzt hier Mittag zu essen, aber Pech gehabt. Vielleicht habt ihr ja auch Glück, vielleicht sollte man vorher auch mal anrufen. Ich werde die Telefonnummer noch mal einblenden und nachfragen, ob die aufhaben. Ja, für mich geht es jetzt halt einfach weiter, aber erstmal brauche ich was zu trinken und vielleicht auch etwas zu essen. Also weiter geht's auf unserer Tour. Ich stehe jetzt hier vor einem Hindu-Tempel und den Namen, seid mir nicht böse, ich kann ihn nicht aussprechen. Ich blende ihn einfach mal unten ein. Und ja, das ist ein wichtiges religiöses Zentrum hier oben für die Hindus und das soll es besondere Wandmalereien und sowas geben und geschnitzte Säulen. Ich schaue einfach mal rein und nehme dich natürlich mit. Der Tempel, der war wirklich sehr schön anzusehen und diese Schnitzereien an den Säulen einfach spitzenklasse. Ja, ich kann nur empfehlen, hier hinzugehen. Ich wurde auch punktiert. Es gibt so eine Führung, würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt jemanden, der passt so ein bisschen auf. Und als Abschluss wurde ich halt, wie gesagt, punktiert und auch durfte ich irgendwelche Eselsmilch oder so ganz wenig nehmen. Ich hoffe mal nicht, dass ich davon den flotten Otto bekomme. Und jetzt geht's weiter. Von den Hindu-Tempeln geht es jetzt zu einem Wallfahrtsort der römisch-katholischen Kirche. Die Our Lady of Lourdes Church hat eine lange und bewegende Geschichte. Sie ist eng verbunden mit der Marienverehrung, die eine wichtige Rolle bei den tamilischen Katholiken spielt.
Der Tag ist noch nicht zu Ende und als ich hier an der Kirche stehe, sehe ich, dass es nur 30 Kilometer bis zur Kirche Shrine of Our Lady Madhu sind. Und das war die Kirche, die ich gestern auf der Fahrt nach Mannar nicht besucht habe. Die Straße wird bei Google Maps wie ein Strich angezeigt und ich denke, dass die 30 Kilometer leicht zu bewältigen sind und fahre los. Die Straße ist gut und wechselt dann auf eine Art Gravel Road. Dann wird sie zur Sandpiste, die mir die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Mit dem Tuk-Tuk durch Sand fahren ist keine gute Idee, wie ich heute Morgen schon gelernt hatte. Ich fahre immer gegen den Randstreifen und bloß mit einem Hinterrad noch auf etwas Festem zu fahren. Jetzt nur nicht stehen bleiben, sonst habe ich verloren. Mein Globetrotter-Freund Rudi hätte bestimmt mit seinem Toyota Land Cruiser viel Spaß. Ich dagegen im Tuk-Tuk eher nicht. Nach 16 Kilometern habe ich es geschafft und komme an der Kirche. Zurück nach Mannar werde ich diese Straße nicht mehr fahren. Der Shrine of Our Lady Madhu ist einer der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte in Asien und zieht jedes Jahr Tausende von Pilgern an, die hier um Heilung bitten und die Jungfrau Maria anbeten. Die Geschichte der Kirche reicht Jahrhunderte zurück und es wird erzählt, da genau an dieser Stelle eine Statue der Jungfrau Maria gefunden wurde. Diese Statue, die im Herzen des Schreins ruht, wird von den Pilgern als Quelle der Hoffnung verehrt. Der zweite Tag geht jetzt zu Ende hier in Mannar und ich habe eigentlich alle Sehenswürdigkeiten abgeklappert, die ich mir vorgenommen hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Distanzen sind doch immer relativ weit. Gut, dass ich das Tuk-Tuk habe, denn damit kommt man wirklich gut hin. Schade war, dass dieser Donkey-Klinik keiner da war und geschlossen hatte und man nicht rein konnte.
so ist es halt manchmal. Dafür habe ich noch eine Kirche mitgenommen, die ich gestern ausgelassen habe, weil ich mich da ja verdrückt hatte. Mit Google Maps. Die war auch sehr schön. Allerdings hat mich Google Maps dahin auch wieder über eine Sandpiste geführt. Es ging eigentlich immer geradeaus durch. Ich dachte, naja, die Straße ist gut. Das sind so 16 Kilometer oder es waren noch 16 Kilometer auf dieser Sandpiste, aber das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ja, wenn ich da stecken geblieben wäre, hätte es wahrscheinlich erstmal keine große Hilfe gegeben, denn ich habe nur ganz am Ende 2 Motorradfahrer getroffen, die praktisch mir entgegenkamen. Aber wie weit die gefahren sind, weiß ich auch nicht. Aber alles gut gegangen, Tuk-Tuk lebt auch und ja, hat Spaß gemacht, die Landschaft anzusehen. Es ist heiß, man merkt es hier, man ist oben weiter im Norden. Und ja, ich sage erstmal danke, dass du so lange dran geblieben bist. Und morgen geht es weiter auf ein neues Abenteuer. Da geht es hoch nach Jaffna, ganz hoch in den Norden. So, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen, und drück einfach die Glocke, dann bekommst du auch automatisch immer einen Hinweis, wenn ein neues Video online ist. Ja, ich sage jetzt danke, ich gehe jetzt noch was essen und dann geht's ab ins Bett. Ich bin ziemlich kaputt nach der vielen Fahrerei. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt mit Ohren. Das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Mit jedem Klick der Kamera ein Moment festgehalten. Auf YouTube teile ich meine Welt, damit ihr mitfahren könnt. Von der Ruhe der grünen Oasen Asiens bis zum Abenteuer. Auf den schneebedeckten Gipfeln der Alpen habe ich Höhen und Tiefen erlebt. Die Vielfalt der Welt, von Backpacker-Hütten bis zu Luxushotels, hat mich geprägt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding.